Autos, Waschmaschinen, Zahnbürsten. Heute funktioniert kaum noch ein Produkt ohne Software. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Software hat Technik intelligenter, effizienter und flexibler gemacht. Und trotzdem scheinen wir immer häufiger daran zu scheitern. Also, was läuft hier schief? Ist moderne Softwareentwicklung unnötig kompliziert geworden? Haben wir uns in Frameworks, Tools und Prozessen verirrt? Oder fehlt uns schlicht wieder mehr Ingenieursdisziplin und der Mut, Systeme einfacher zu bauen? Hallo und willkommen bei Auf Draht, dem Deep Tech Podcast. Ich bin Stuart Cording und mich fasziniert alles rund um Elektronik, Halbleiter und Software. Kurz gesagt, die Technik, die unser Leben jeden Tag prägt. Und genau deshalb spreche ich hier mit spannenden Fachleuten aus der Branche darüber, wie daraus eigentlich neue Produkte entstehen. Heute bei mir zu Gast habe ich Thomas Lachtrup, Experte für Embedded Systeme und CEO von DigiThings. Herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo Stuart, danke für die Einladung. So, ich bin zuerst auf dich aufmerksam geworden bei einem LinkedIn-Post. Ich habe das gesehen und ich habe mich neugierig gemacht, weil du es über die Komplexität von Softwareentwicklung gesprochen und dass es viel einfacher sein kann. Und nebenbei habe ich in Erinnerung viele Schlagzeilen aus letzter Zeit. Ein Großprojekt ist schiefgegangen oder nicht rechtzeitig geliefert worden, weil die Software funktioniert nicht. Was ist deine Meinung zu der jetzige Stand der Softwareentwicklung hier in Deutschland und vielleicht auch weltweit? Tatsächlich ist es so, wir übernehmen einige Projekte, die schon 5, 6, 7 Jahre gelaufen sind, fangen mit einem Redesign an, weil das, was die Vorgänger gemacht haben, einfach nicht brauchbar war. Und wenn man mal ein bisschen zurück überlegt, es gab mal den Chaos Report, das war in den 90ern, da hat man schon gesagt, dass begonnene Softwareprojekte ja an einem der 3 Kriterien scheitern, das ist Qualität, Kosten und Termine. Und wir sind jetzt 25 Jahre weiter, also wir haben eigentlich ein Vierteljahrhundert geschlafen und was man natürlich sieht, ist, das ganze Software wird immer größer. Ich rede hier von Waschmaschinen, die haben bis 1 bis 2 Millionen Lines of Code und ich glaube, das ist erstmal ein Weg in die falsche Richtung. Das wird immer mehr. Ich würde hier auch gerne betonen für unser Publikum, wir sprechen hier über Embedded Software und da sind bestimmte Anforderungen einzuhalten. So, das ist die Software, die in einem Mikrocontroller programmiert ist, um kurze Latenzzeiten einzuhalten und in Echtzeit Sachen zu steuern, wie die Bremse in unserem Auto oder der Geschwindigkeit von dem Trommel im Waschmaschine und so weiter. Das stimmt, oder? Genau, man muss im Prinzip, ja, Elektronik ist überall, egal was wir hier auch um uns herum an Technik haben, da sind überall Leiterkarten drin und da ist überall Elektronik drin und immer heutzutage mit Software, das heißt, wir haben meistens Mikrocontroller da drin, da ist wenig Software drin und wichtig ist genau Latenzzeiten, es muss funktional sicher sein, wir haben teilweise Brandmeldeanlagen oder autonomes Fahren ist groß in der Regel oder auch Roboter, die mit dem Augenlaser Augen operieren, also man muss da schon bei der Software anders vorgehen, wie vielleicht auf einem Handy, wo man einfach nach einem Tag mal ein Update fahren kann. Das geht halt bei uns nicht. Ja. Eigentlich sollte die Softwareentwicklung längst Alltag sein. Ja, in der Luftfahrt ist alles per Software gesteuert. Im Automobilbranche steigen wir auf der sogenannte Software-Defined Vehicle. Im weiße Ware haben wir keine einfache Regelung mehr oder ein Ausschalter durch ein mechanisches Zählerwerk oder irgendwas. Es ist alles Software. Was ist gerade los? Ja, Software vereinfacht einem natürlich vieles. Das heißt, was man früher mit einer analogen oder einer digitalen Schaltung aufbaut, geht heute alles über Software. Und wir sind natürlich sehr flexibel. Wir können viele Ein- und Ausgänge machen, wir können beliebig viele Sachen machen. Wie gesagt, was wir machen, sind kleine Mausefallen, die eine LTE-Schnittstelle haben, um dann, wenn eine Maus gefangen wurde, eine SMS zu verschicken. Oder große Sachen wie Schwerlasttransporte, wo wirklich große Raketen auch mit hin und her gefahren werden oder Schiffe. Und Elektronik ist dort nicht mehr wegzudenken. Und das ist das Herzstück aller unserer Technik. Und so, woran scheitern wir in der Softwareentwicklung für Mikrocontrollers gerade? Weil die Mikrocontrollers aus unserer Kindheit, die haben damals so ein paar Dutzend Bytes Speicher gehabt.
wir wären froh gewesen, wenn tatsächlich 1 Kilobyte SRAM zur Verfügung stand. Heutzutage haben wir viel Platz. Das scheint uns viele Probleme gelöst zu haben, aber anscheinend auch nicht. Ja, also das ist natürlich auch, was ich in den letzten Jahren immer wieder gehört habe. Ja, wir haben ja inzwischen, Speicher kostet nichts mehr und wenn man so Mikrocontroller sieht, die haben heute inzwischen auch mehrere 100 Megahertz an Taktfrequenzen. Aber das ist genau vielleicht das Problem, dass wir jetzt hingehen und denken, naja, Speicher haben wir genug, wir können Software da reinprogrammieren, wie wir wollen. Und wenn man überlegt, wie viel Software wir inzwischen in so einem Gerät haben, wir können das überhaupt gar nicht mehr testen. Man muss sich ja nur mal überlegen, man hat 1 Million Lines of Code. Da muss man ja nur mathematisch durchrechnen, wie viele Testfälle das sind und wie groß die Teams und auch die Testteams werden müssen. Und zudem ist es, wenn es nachher eng wird in einem Projekt, dann wird alles erhöht. Man macht mehr Besprechungen, man macht mehr Tools, es gibt mehr Checklisten, es wird alles mehr. Und diesem mehr, ich glaube, da muss man mal langsam Einhalt gebieten und der ganzen Sache wieder ein bisschen entgegenwirken und vielleicht auch mal ein Redesign machen, vielleicht auch mal mit einem weißen Blatt Papier wieder anfangen, die Funktion ist auch ein bisschen größer geworden, aber nicht in dem Maße, wie die Software zugenommen hat in den letzten 20 Jahren. Als Dienstleister stehst du da und hilfst Firmen, die gerade Probleme mit der Softwareentwicklung für ein Mikrocontroller-basierendes Produkt haben. Was beobachtest du gerade? Was begegnest du, wenn du diese Firmen besuchst? Was ist der Stand dort und was bietest du dann an, damit das Projekt dann weiter vorangeht? Das ist ganz klar eines der Kriterien. In der Regel ist das Geld alle, die Zeit ist weggelaufen und das Produkt funktioniert immer noch nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, zum einen glaube ich auch, dass das ein Problem ist, die Planung. Das heißt, wenn ein Produkt eines dieser Kriterien nicht erfüllt, dann ist es vielleicht am Anfang, dass man falsch geplant hat. Denn die Entwickler machen eigentlich schon einen guten Job, aber in der Planung ist es oft auch so, man sagt, das darf so und so viel kosten und so und lange. Dann wird das aber reduziert, damit man wettbewerbsfähig ist und das Angebot irgendwie angenommen wird. Und danach wird man dann nachher gemessen. Also das erste Problem ist mit Sicherheit die Planung. Dass man etwas plant, was von vornherein eigentlich illusorisch ist einzuhalten. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist meiner Meinung nach schon, dass wir nicht mehr ganz genau wissen, wie so ein Mikrocontroller funktioniert. Es ist dadurch, dass die Software so groß geworden ist, gibt es nicht mehr einen, der die Gesamtsoftware versteht, sondern man bildet kleine Teilteams und jeder macht in seinem Teilprojekt natürlich auch irgendwo Eier, Wollmilchsäue, die werden immer größer und ein anderer, der das dann mal einsetzen muss, versteht das auch gar nicht mehr. Und das ist das, was ich eigentlich feststelle. Das heißt, Teams werden größer, Besprechungen werden mehr, man braucht mehr Tools, man versucht automatische Tests zu machen, eigentlich nur, weil man an einer Stelle etwas fixt und in einer anderen Stelle ein Problem einbaut. Das heißt, es ist alles mehr geworden. Und ich glaube aber auch, was mich ein bisschen stört, ist, dass da keiner gegen angeht. Also es wird einfach so hingenommen, dass ich war mal bei einem, der hat eine Schaltung gemacht, im Auto, erster, dritter, vierter Gang, Rückwärtsgang. Und der hat mir stolz erzählt, dass sie als nächstes einen 2 Megabyte Flash-Speicher brauchen. Und da habe ich nur gesagt, warum hinterfragt das keiner? Das ist wir schalten vorwärts, rückwärts, das haben am Lenkrad ein bisschen Schaltung und Automatikgetriebe, aber 2 Megabyte Speicher, das ist einfach zu viel. Und das hinterfragt auch keiner. Und das liegt meiner Meinung nach genau, was du schon sagtest. Wir nutzen nur noch Frameworks. Und wir kratzen nur noch so ein bisschen an der Oberfläche. Das heißt, von diesem Eisberg sehen wir nur ganz wenig Software noch. Und ich glaube aber, wenn man sich gut auskennt damit, kann man so einen Mikrocontroller in diesen Bereichen, wo wir unterwegs sind, bis zur Waschmaschine, da kann man eigentlich mit, ich sag mal, 50.000 Lines of Code hinkommen und die kann man auch verstehen. Ich glaube, das geht schon. Und deswegen bin ich eher so einer, der sagt, wir müssen mal dieser Sache Einhalt gebieten und gucken, gibt es nicht ein Reduce to the Max oder KISS? Da wurde ja auch schon in den 90er Jahren drüber gesprochen. Oder auch selbst Kernighan und Ritchie haben gesagt, macht die Software einfach, dann ist sie wartbar. Ne? Ja, genau. So, als wir gelernt haben, Mikrocontroller zu programmieren, waren die relativ überschaubar, eine begrenzte Anzahl von Peripherie-Modulen, so Steuerung, serielle Schnittstellen und so weiter, eingeschränkte Anzahl von Flash-Speicher und SRAM und so weiter, wie ich schon gesagt habe. Aber was damals anders war, ist, dass wir alles in Assembler programmieren mussten. Wir mussten jede Register passend einstellen, das Datenblatt sehr genau lesen, um die Funktionalität zu verstehen.
Aber inzwischen hat jeder Mikrocontroller-Hersteller eine Latte an Bibliotheken zur Verfügung, nicht nur um die Peripheriemodulen in Betrieb zu nehmen, sondern auch ganze Protokolle obendrauf ausführen zu können, wie zum Beispiel Wi-Fi, Bluetooth, USB und so weiter. Ja, so, und auch der Smart Card Reader und so weiter. Warum, deiner Meinung nach, hat es das Problem nicht gelöst? Also wenn man jetzt diese Hersteller, SDKs, IDEs oder auch jetzt Ecosystems, so werden die ja genannt, wenn man sich die anguckt, haben wir da, das fängt bei den kleinsten mit 1 Million Lines of Code an. Wir haben da zusätzlich noch so ein Bildtool, was irgendwie aus diesem Gesamtsoftware so ein Subsoftware macht, die dann ja nachher kompiliert wird. Und das ist einfach ein Fremdsoftwarebereich, den ich ja nicht im Griff habe. Und wenn ich ein Produkt baue, muss ich natürlich alle Komponenten auf Herz und Nieren testen. Also wenn ich jetzt vom Hersteller so ein SDK oder auch jetzt Sapphire ist ja ganz groß im Hype im Augenblick, wenn ich das nehme, muss ich ja trotzdem dafür sorgen, dass das, was ich nehme, auch für mein Produkt geeignet ist. Und das kann ich in der Regel gar nicht leisten. Und deswegen, wenn man sich das jetzt mal anguckt, und da haben wir auch ein paar Beispiele auf GitHub, man kann tatsächlich Mikrocontroller komplett noch 100%, dass ein Entwickler wirklich die gesamte Umfang der Software auch versteht, inklusive der Register, wenn man es einfach macht. Nur diese ganzen SDKs sind nicht einfach gemacht. Um ein Register zu schreiben, werden teilweise 4, 5, 6, 10 Funktionen erstmal aufgerufen, bis dann überhaupt ein Register geschrieben wird. Und das Register ist dann auch noch komische Makros, die in diesem CRM-Sys drin sind. Das versteht man gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht das Problem heute der jungen Entwickler. Sie kriegen so einen Riesenwust, den sie wahrscheinlich nie komplett begreifen werden. Und wir sind vielleicht ein bisschen das Gegenbeispiel. Wir schreiben wirklich 100% Software selber, müssen wir auch, weil wir funktionale Sicherheitsthemen haben. Das heißt, wir müssen nachweisen, dass jede unserer Softwarelinie funktioniert. Und wenn wir 1 Million Lines auf Fremdsoftware machen, müssten wir die alle qualifizieren. Und das ist für uns einfacher, es selber zu schreiben, wie jetzt 1 Million Lines irgendwie rauszufinden, wie funktioniert es denn. Und dann auch noch die Generatoren, das ist auch nochmal Software, für uns eigentlich nicht machbar. Und deswegen, ich plädiere dazu, mal wirklich zu gucken, kann man es nicht auch wieder zurückschrauben, das Ganze. Und wie stehst du zu Echtzeitbetriebssystemen, sogenannte RTOSes? Bist du auch ein Fan davon oder greifen wir auch viel zu früh drauf? Also im ersten Go, man kommt ohne klar, tatsächlich. Also die meisten Projekte, die wir machen wir mal, wir nennen das Micro-RTOS, das ist aber kein Realtime-Operating-System im eigentlichen Sinne, sondern wir sehen zu, dass zu bestimmten Zeiten was erfolgt. Was vielleicht auch viele Informatiker, die ja dann im Embedded unterwegs sind und dann natürlich diese RTOS befürworten, nicht wissen, ist, dass wir eigentlich im PC und auf dem Embedded-System 2 komplett unterschiedliche Sachen haben. Früher hieß ja ein Operating System, Disk Operating System vorher. Das heißt, man hat von einem Massenspeicher Daten in ein RAM geladen und dort dann ein Word oder sonst was ausgeführt. Das heißt, in dem Moment, wo wir so ein System verkaufen, wissen wir gar nicht, was der Nutzer damit macht. Und diese Prinzipien versuchen die Informatiker in die Embedded-Welt zu übertragen, die dort aber gar keine Gültigkeit haben. Denn im Embedded-System wissen wir in dem Moment, wo wir das ganze Ding am Band nachher ausliefern, dann ändert sich die Software nicht mehr großartig. Und Realtime-Operating-Systems und gerade auch Multithreading, Mutexe, Semaphoren, worüber wir alles reden, das braucht man in einem Windows-PC, weil sonst ist es gar nicht anders möglich, dass sich Applikationen miteinander unterhalten. Im Embedded-System ist das ein komplett anderer Ansatz und deswegen versuchen wir, diese RTOS wegzulassen. Das ist der eine Grund, weil viele Mechanismen im Embedded gar nicht nötig sind. Der zweite Grund ist aber auch, weil es wieder Drittsoftware ist und wir sie qualifizieren müssen. Das heißt, wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge wird welche Task abgearbeitet, wann wird sie gestoppt, wird sie unterbrochen, haben wir die Latenzen im Griff. Und deswegen kriegen wir viele unserer Sachen tatsächlich mit einem Nicht-RTOS, wir nennen es Micro-RTOS, das klingt besser wie Zeitscheibe. So, ihr habt alles selber im Griff im eigenen Team. Wie viele Leute seid ihr? Es sind in verschiedenen Projekten ungefähr bis zu 15 Leute immer. Ja. Und so, wenn ich auf die Automotive-Welt zum Beispiel blicke, da haben wir die Anstrebung, das Software-Defined Vehicle umzusetzen und wie die Automotive-Industrie aufgestellt ist, haben wir die OEM, so BMWs, VW, Daimler und so weiter, die mehr oder weniger vorgeben, aber mittlerweile auch teilweise die Software selber schreiben und was es machen sollte. Und dann haben wir viele Zulieferer, die Tier 1, 2, 3 und so weiter, die sind alle daran beteiligt.
die haben natürlich so ein RTOS-basiertes System. Jeder liefert seinen Anteil, weil die Experten in einer bestimmten Funktionalität sind. Die brauchen das aber, diese RTOS-Struktur und API-Schnittstellen und so weiter, oder? Oder könnte es auch ohne gehen? Jetzt wird es ein bisschen gefährlich, aber ich glaube, dass die Schnittstellen einfach nicht gut durchdacht sind. Wenn man die Schnittstellen ein bisschen voneinander entkoppelt, das heißt zum Beispiel Treiberschichten von der Applikation über einen wirklichen Hardware-Abstraction-Layer und nicht über einen Hardware-Access-Layer, dann ist es viel einfacher möglich, dass man Softwarekomponenten von verschiedenen Herstellern auch besser kombinieren kann. Also an der Stelle ist meiner Meinung nach die Architektur nicht 100% sauber und vielleicht auch dieser Plattform-Eier-Wollmilch-Gedanke, dass dieses, nennen wir es jetzt mal Autosar oder auch SDV, dass das jetzt versucht, alle Anforderungen umzusetzen. Das heißt, jedes Steuergerät muss damit abgedeckt werden. Aber wenn wir jetzt eine Sitzverstellung, einen Fensterheber oder eine Dachbedieneinheit, warum muss da nachher 800 Kilobyte Software rein über ein Autosar? Das muss ja eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, da müsste man besser skalieren können. Ja. Und die Komponenten auch viel, viel besser modularer gestalten, sodass sie auch besser, ja, wie ein Baustein in eine andere Software eingebaut werden kann. Und ich glaube, da ist auch gerade bei SDV noch einiges im Argen. Ja. Wie für diejenigen, die sich vielleicht nicht so tief im Thema sind, wie würdest du den Unterschied zwischen Hardware Abstraction Layer, das klassische HAL, mit einem Hardware Access Layer unterscheiden? Also überall heißt es HAL und es heißt auch tatsächlich immer Hardware Abstraction Layer. Aber wenn man in der Applikation zum Beispiel schreibt CAN-Send, also auf dem CAN-Bus etwas senden, dann ist das meiner Meinung nach nicht abstrahiert. Dann ist es ein Access Layer. Die Applikation darf meiner Meinung nach überhaupt nicht wissen, über welche Hardware eine Information nachher rausgeht. Weil es kann ja durchaus sein, dass es nicht über ein CAN rausgeht, sondern über ein Automotive Ethernet. Und dann müsste ich die komplette Applikation ändern. Weil ich müsste ja an den Stellen überall nicht mehr mit dem CAN machen, sondern mit dem Ethernet senden. Und um wirklich einen Hardware Access Layer zu haben, würde man das so machen, aber beim Abstraction Layer achtet man halt darauf, dass man in der Applikation eigentlich nur eine Funktion rausgibt, zum Beispiel mach einen Lüfter an, mach einen Lüfter aus, aber nicht sagt, sende über einen CAN jetzt Lüfter an oder Lüfter aus. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ich habe auch ein paar Vorträge von dir angeschaut und ein weiteres Thema, das du angegangen bist, ist das Thema Tools und Methoden in der Softwareentwicklung. Bei Softwareentwicklern wird viel von Scrum, Agile, Model-Based Systems Engineering und so weiter erzählt. Was bedeuten diese Begriffe und was sind diese Methoden und wenn die eigentlich funktionieren sollten, warum funktionieren die dann nicht? Also generell, je mehr Methoden ich einbaue, ich brauche ja auch ein Team, was die Methoden- und Toolkompetenz hat. Und wenn man jetzt sowieso sieht, was aus den Universitäten überhaupt noch an Elektrotechnikern, Informatikern oder Computer-Engineers oder sonst was rauskommt, das ist nicht mehr viel. Und wenn ich jetzt noch anfange, ich muss noch eine riesen Methoden- und Toolkompetenz den Leuten zusätzlich, sie müssen ja noch mit einem Mikrocontroller kennen, sie müssen auch die Hardware lesen können, Schaltpläne. Und jetzt sollen sie auch noch alle möglichen Agile, Scrum oder Spice-Prozesse auch noch beherrschen. Das bläht natürlich so ein Team auf. Und jede Schnittstelle, wissen wir auch, ist wieder ein Reibungsverlust. Ja. Und dementsprechend auch an der Stelle, ich glaube, ich habe ja in den Jahren gesehen, viele Prozesse, A-Spice, CMMI, Agile. Ich glaube, gute Entwickler machen gute Produkte. Und denen ist sogar fast egal, welcher Prozess dahinter ist. Und ich glaube, da müssen wir auch den Schwerpunkt legen. Wir müssen Craftsmanships brauchen wir. Und dann ist der Prozess fast egal. Und wichtig ist, ja, Lean KISS, Reduce to the Max, nichts verschwenden. Alles, was nicht nötig ist, einfach weglassen. Und dann ist es auch leichter, Leute auf ein gewisses Level zu kriegen, weil sie eben nicht jede Methode, jedes Tool und alles lernen und kennen müssen und das auch noch irgendwie neben ihrer eigentlichen Arbeit beherrschen müssen und bedienen müssen, sondern meiner Meinung nach macht es schon Sinn, sich wirklich auf die Sachen, die wirklich nötig sind, zu beschränken. Das bringt uns gut als Überleitung zu unserem nächsten Thema, weil ich wollte dieses Sprichwort Reduce to the Max besser verstehen. Wie würdest du es für uns zuerst beschreiben? Ja, es ist ganz klar der Ansatz Lean, KISS, Reduce to the Max. Toyota hat das in den 50er Jahren in der Produktion eingeführt. Alle, Tom DeMarco, Steve McConnell, Ed Jordan, alle, die man so kennt, haben schon seit Jahren gesagt, man soll es einfach machen. Und Komplexität ist der Feind, das sind halt solche Ausdrücke.
Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen. Also wenn ich irgendwo ein Projekt angefangen habe, wenn wir so ein Redesign gemacht hat, weil ein Projekt gescheitert ist, in der Regel fangen wir mit einem weißen Blatt Papier an, versuchen erstmal nochmal alles wirklich so einfach wie möglich zu machen. Und nur mal um so einen Vergleich zu machen, wir haben ein Batteriemanagement-System gemacht, das ist zum Laden, Entladen von Akkus in einem Caravan. Und da kommen wir mit 20.000 Lines of Code hin. Und das Ding kann eine ganze Menge tatsächlich. Man kann das über Fernwarten, das hat Fehlermeldungen, es hat einen History-Speicher, da ein Bootloader ist sogar auch mit bei. Und es ist wirklich so, dass ich auch von einem Kollegen, der hat die Software geschrieben, sie übernehmen kann und warten kann. Das heißt, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich die Software nehme, etwas ändere und dann checke ich das Ganze ein und dann sage ich dem Kunden, ich habe das verstanden. Und das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, Software zu schreiben, die lesbar ist wie ein Buch. Wenn ich nur 20.000 Lines of Code habe, kann ich mich viel besser auch in Fremdsoftware einarbeiten. Das heißt, wir sagen immer, wir sind unabhängig vom Autor der Software, wenn wir Software schreiben. Und das geht halt nur, wenn man wenig Code hat. In 1 Million Lines of Code brauche ich Monate, um mich da einzuarbeiten. Und wenn ich was ändere, habe ich so ein schlechtes Gefühl, weil ich denke, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tue. Mache ich was anders kaputt oder so. Und das darf einfach nicht sein. Das müssen wir verhindern. Ja. Und das ist dieser Reduce-to-the-Max-Ansatz. Wenig Code heißt, ja, wir müssen wenig testen. Eine Zeile, die wir nicht schreiben, brauchen wir nicht testen. Wir können die Software besser warten. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. So stellen wir uns kurz vor, du möchtest mich einstellen als Entwickler. Ich glaube, es wird nicht mehr passieren, aber gehen wir davon aus. Wie sieht mein Arbeitsplatz aus und was steht mir zur Verfügung als Embedded-Entwickler und was muss ich noch lernen, zum Beispiel Methoden, die bei euch eingeführt sind und Prozessen, bevor ich wirklich effektiv sein kann? Ich glaube, dass das gar nicht so schwer ist. Embedded-Entwicklung, wir programmieren in C und bei C gibt es Zuweisungen, Abfragen, Schleifen, Sequenzen und Verzweigungen. Das ist alles. Ja. Und wir haben tatsächlich im letzten Jahr mal ein Projekt gemacht mit ein paar dualen Studenten. In 6 Wochen haben wir versucht, denen beizubringen, wie man Embedded Bare Metal, nennen wir das ja, wenn man wirklich so hart an der Software ist, das zu programmieren. Und das lernen die tatsächlich recht schnell, weil sie eben nicht diesen Overhead an Frameworks, Tools, Methoden haben, sondern die lernen wirklich die paar Sachen, die C eigentlich macht. Also was man mitbringen muss, ist komplett eine Geduld. Das heißt, es funktioniert nicht immer alles auf Anhieb. Bis wirklich so ein USB oder auch ein Bluetooth wirklich sofort läuft. Das dauert ein bisschen und dann darf man auch nicht aufgeben. Aber natürlich im Team helfen wir immer. Das heißt, die Erfahrenen, und das ist auch ganz wichtig, das war bei mir zum Beispiel so, als ich in die Firma kam, hat man mich hingesetzt, hat mir ein Lastenheft gesehen, hat gesagt, mach mal. Das war Training on the Job. Und ich glaube aber schon, dass wir schon versuchen, dass die Erfahrenen auch den Neuen was beibringen. Und da hilft uns KI im Augenblick leider nicht, weil so wie wir es machen, ist es im Internet nicht sehr wahrscheinlich, das zu finden. Deswegen, man findet mehr diese Halls und diese SDKs oder Sapphire, aber nicht unbedingt so, wie wir es machen. Das heißt, wir müssen schon noch auch im Reference Manual suchen. Das müsstest du halt lernen, wie liest man ein Reference Manual. Ja. Und dann wird das umgesetzt, aber da hast du auch genug Zeit für. Also das muss nicht, Rom ist nicht an einem Tag erbaut und da geben wir aber dann Hilfestellung. Also ich glaube, du wärst geeignet. Danke. Vielleicht melde ich mich bei dir. Was ist für euch dann die ideale Teamgröße und welche Rollen werden unter dem Teammitglieder dann verteilt? Also wir haben tatsächlich Allrounder, die machen Hardware- und Softwareentwicklung. Aber wir haben auch reine Softwareentwickler, die dann nur Software machen. Also Hardwareentwickler brauchen wir auf jeden Fall. Es ist oft so, dass wir etwas übernehmen, wo wir zwar die Software neu machen müssen, aber auch die Hardware nicht funktioniert. Und deswegen machen wir tatsächlich auch noch eine ganze Menge Hardware. Aber die meiste Zeit geht tatsächlich in der Softwareentwicklung drauf. Und deswegen ist, ich glaube, 90% unserer Arbeit Softwareentwicklung. Ja. Und wie geht ihr dann voran, wenn ihr, beschränkt ihr dann euch auf nur bestimmte Mikrocontroller-Hersteller, damit ihr nicht ständig neue so eigene Software für die Steuerung von Register und so weiter schreiben müssen. Ansonsten wird ihr ständig mit der Nachbauen von SDKs und APIs ein Hals beschäftigt sein, oder? Ja, erstmal, ich glaube, um so eine Peripherie zu bauen, brauchen wir gar nicht mehr lange, weil wir es schon machen. Und wir haben natürlich auch ein bisschen uns auf die Fahne geschrieben, zu sagen, hört mal zu, unsere Auftraggeber, ihr macht euch nicht abhängig von einem Mikrocontroller-Hersteller. Okay. Das ist für unseren Auftraggeber natürlich super, weil weil die Lieferanten eben keine Preise diktieren können. Und deswegen sagen wir so, wenn wir ein Projekt starten, wir versuchen es immer so zu starten, dass wir eine Architektur haben, wo man relativ schnell die Software auf einen neuen Mikrocontroller anpassen kann.
Bei ARM Cortex ist das sogar relativ leicht, weil die alle ziemlich ähnlich sind. Aber auch ein PIC oder sonst was würden wir uns durchaus zutrauen, das zu machen. Haben wir auch schon gemacht. Aber das ist schon die Architektur wichtig. Und nachher den Mikrocontroller auf der Hardware natürlich muss auch Schaltplan-Layout angepasst werden. Aber das ist dann auch, wenn man den Rest der Peripherie schon hat, ist die Anpassung auch nur noch am Bruchteil. Sodass wir schon versuchen, herstellerunabhängig zu sein. Was allerdings tatsächlich selten vorkommt. Also normalerweise hat man schon seine Lieferanten. Aber nur alleine, dass eine große Firma sagen kann, hört mal zu, wir haben die Möglichkeit, innerhalb von 4 Wochen einen Mikrocontroller-Hersteller zu nehmen, macht die Verhandlungssituation in der Regel immer viel besser. Und jetzt haben wir es ja gesehen, NXP war nicht lieferbar. Also es sind viele gekommen und haben gesagt, können wir nicht mal schnell umstellen? Ja. Und das funktioniert mit den SDKs in der Regel nicht oder auch mit den Sapphire nicht, weil natürlich ein NXP oder auch ein Nordic gar nicht möchte, dass ST jetzt genauso funktioniert wie ein NXP. Also die propagieren das zwar, man macht da in dem Device-Tree einen Schalter, aber das muss man natürlich auch alles testen. Und ich sagte schon, 3 Millionen Lines of Code kann ich nicht testen. Dementsprechend würde ich dieser Sache, man kann das mal eben umstellen, nicht vertrauen. Während wir natürlich, wenn wir nur 2000, 3000 Treiberschichten Lines of Code haben, die kann man schnell umstellen. Ja. Aber natürlich nicht diese riesigen Frameworks, das geht nicht. Wie geht er vor, dann, wenn ihr zum Beispiel einen USB-Treiber benötigen? So USB, ähnlich wie Bluetooth auch, entsteht aus ein Treiber, der die grundlegende Funktionalität umsetzt und dann obendrauf gibt es dann einen Treiber für die Funktionalität, zum Beispiel ein Tastatur, Maus oder vielleicht ein Drucker oder Scanner, Kamera und so weiter. Geht ihr dann wirklich vor und schreibt selbst und liest alle USB-Spezifikationen Material durch oder was ist euren Einsatz? Also USB ist schon wirklich ein klassisches Beispiel, weil das einer unserer ersten größeren Treiber gewesen ist, den wir gebaut haben. Und da kommt natürlich hinzu, dass man darf Bluetooth nicht überall draufschreiben, USB nicht überall draufschreiben, wenn man nicht genau dieser Speck entspricht. Und das heißt, wir mussten uns da hart einarbeiten. Das war auch sicherlich am Anfang eine Sache von 2 bis 3 Wochen, Tag und Nacht Arbeit, bis das Ding dann lief. Dennoch läuft das Ding nach wie vor noch, das heißt, irgendwie vor 15 Jahren haben wir den ersten USB-Treiber geschrieben und der läuft immer noch stabiler. Jetzt im letzten Jahr haben wir zum Beispiel einen UDP-Treiber geschrieben und das Ding läuft einfach stabiler, wie die wir vom Hersteller bekommen haben teilweise. Und das Schöne ist, wir verstehen jede Line of Code. Das heißt, wenn wir Probleme mit irgendwas haben, dann wissen wir auch, wo wir es fixen müssen und das ist dann meistens nur eine Handvoll Lines of Code. Und nicht irgendwie 1000 Lines of Code. Mal so ein Beispiel ist, wenn man die RCC mit einer PLL macht, das heißt die Systemclock einstellt, dann sind die SDKs in der Regel bei 850 Lines of Code. Und ich sag mal, wir kommen in der Regel mit 20, 25 hin. Und das ist einfach viel, viel einfacher, sich da auch einzuarbeiten, auch neue Leute mit ins Team zu integrieren, die dann plötzlich in einem Projekt mitarbeiten. Das ist viel einfacher, weil wir das recht schnell lernen können. Bei so wenig. Das ist eigentlich genau unser Benefit. Ja. Neue Teammitglieder schnell reinzubringen und die auf den jetzigen Stand zu bringen, ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Ich habe neulich von einem Projekt gehört, wo das war eigentlich ein Satellit im All irgendwo und es ist festgestellt worden, dass ein E-Mail ist übersehen worden, weil jemand im Urlaub war und das war der Grund, der Anfang von einem Problem, was Millionen von Meilen weg von der Erde dann plötzlich gefunden worden ist. Dokumentation, gehe ich davon aus, muss auch es spielt eine wichtige Rolle und wird für euch dann eine sehr wichtige Rolle spielen. Wie geht ihr mit Dokumentation um? Genau, Dokumentation und natürlich bei funktionaler Sicherheit auch Zertifizierbarkeit. Denn auf Basis von Dokumenten werden Produkte zertifiziert von einem unabhängigen Assessor und deswegen ist natürlich auch bei uns der große Vorteil, 20.000 Lines of Code sind besser zu dokumentieren und zu zertifizieren. Wobei wir schon versuchen, dass der Quellcode lesbar ist wie ein Buch. Das heißt, für uns ist ein Quellcode auch eine Dokumentation und wir versuchen neben dem Quellcode nur noch architektonische Sachen zu dokumentieren oder halt auch eine Traceability. Das heißt, dass wir ein Requirement durchgezogen haben bis zum Testfall und dass der Test auch gut bestanden wurde. Also das ist schon eine Sache, wo wir auch dokumentieren, die Traceability. Und das müssen wir auch in Medizin und in Bahn oder in Flugzeugen und so weiter. Genau. Und damit haben wir einen guten Überblick geschafft. Wir werden hier jetzt eine kurze Pause machen, um in unsere Rubrik wechseln zu können.
Die spannendsten Dinge stehen oft in keinem Fachbuch. Genau deshalb haben wir für diese Staffel eine neue Rubrik. Wie denkt eigentlich ein Ingenieur? Und darin tauchen wir in jede Folge in die Erfahrungen unserer Gäste ein. So, Thomas, du hast in meiner Werkzeugkiste herumgewühlt und ein Thema ausgewählt, nämlich erzähl uns von einem Werkzeug, Hardware oder Software, das deine Arbeit revolutioniert hat. Und wir haben jetzt eine schwarze Kiste auf dem Tisch. Ich gehe davon aus, dass wir sprechen darüber. Genau. Erzähl uns mehr. Ja, so in der ersten... Ist schon ein bisschen her, 25 Jahre. Da hatte ich auf dem Tisch immer einzelne Kabel liegen, viele Stecker. Und dann war dann natürlich das Netzteil, alles irgendwie durcheinander. Und da habe ich auch einige Elektroniken geschossen, die ich dann kaputt gemacht habe. Und ich glaube, hast du gemacht. Genau, das hat eine Menge. Da haben sich einige drüber aufgeregt. Und deswegen war die Überlegung, wie kriegt man so etwas alles in einen Koffer rein, weil irgendwann kam auch das Thema Homeoffice und man will was mitnehmen oder man will es einem Kunden präsentieren und dann weiß ich, dass ich mal bei einem Kunden war und da kam einer von einer anderen Firma, der fing dann an aufzubauen. Er war den ganzen Morgen da irgendwie am Rumwuseln und am Steckern, dann fehlte ein Stecker, Kabel vergessen und sonst was. Ich habe gesagt, das kann es nicht sein und dann kam ich da rein mit genau diesem Koffer und den haben wir dann aufgemacht und ich konnte nur den Laptop anstöpseln und ich konnte sofort denen zeigen, wie das ganze System funktioniert. Und dann haben wir hier so ein Köfferchen gebaut. Ich meine, wenn du Lust hast, darfst du mal aufmachen. Ja, natürlich. Das ist... Schauen wir rein. Oh, da, genau. So, da haben wir es. So, erklär uns kurz dann, was hier zu sehen ist also und wie es aufgebaut ist. Das ist mal ein Wallbox-Projekt gewesen, also wo man sein Auto laden kann. Und da haben wir halt einen Prototypen gebaut. Im ersten, das ist so der ganz erste Schuss, wo man wirklich noch auf so einem Brettboard gesteckt hat, was ich auch nach wie vor immer noch eine tolle Sache finde. Wenn es dann nachher ein bisschen weitergeht, dann machen wir natürlich bessere Stecker hin. Was auch schön ist, wir haben hier so ein Einlegeblatt. Das ist erstmal alles auf einem Metall drauf. Das heißt, alles ist mit Magneten. Wir können das hin und her schieben. Wir können uns kleine Schalterchen, Potentiometer und alles dazu bauen. Und wir können so ein kleines Blatt machen, wo wir auch draufstecken. Ja, welche Pinne, wo ist ein Testpunkt oder sonst was. Und jetzt habe ich wirklich alles zusammen. Das heißt, ich muss nicht viele Kabel zusammenstecken, kann nichts mehr vergessen. Das ist auch ganz gut. Und dieses Köfferchen, meistens behalten das die Kunden, die geben uns gar nicht wieder, wenn wir das irgendwo stehen lassen. Wenn wir stehen lassen, ist es weg. Und ja, das hilft uns auf jeden Fall weiter, dass wir... Ja, das spart viel Zeit. Man merkt schnell, es ist ein Kabel ab, dann sucht man eine halbe Stunde und hier ist das relativ robust. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Werkzeug, was ich nicht mehr missen will. Wir machen zwar viel Entwicklung in der virtuellen Umgebung, aber am Ende muss es natürlich auch im Gerät laufen. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, auch irgendwie so eine Original-Hardware auch dann zum Testen zu haben. Ja, genau, super. Ich finde es super spannend, wie es aufgebaut ist. Diese Metalleinlage da, ist das auch irgendwas, was Sie selber hergestellt haben oder kann man das einfach kaufen? Oder? Nee, das ist alles von uns selber erdacht und wird auch, eigentlich haben wir für jedes Projekt immer so ein Köfferchen und da ich ja immer ein bisschen durch die Projekte auch ein bisschen springe, muss ich mal gucken, welcher Koffer ist jetzt der richtige. Das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir die besser markieren. Vielleicht gibt es die auch in anderen Farben, mal gucken. Andere Farben, andere Größen, alle möglichen. Es gibt auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial an der Stelle. Aber wenn einen das interessiert, gerne bei uns melden. Wir können solche... Ich denke, es gibt vielleicht eine Marktlücke, die dadurch gefüllt werden könnte. Vielleicht gibt es die bald zu bestellen auf der Seite. Also wir werden uns nicht wehren. Super, ich finde es echt klasse und das ist ein Problem, womit jeder Entwickler sich irgendwann konfrontiert war. Ich auch. Und ich habe auch irgendwann so etwas Ähnliches gebaut, aber alles war festgebaut. Und natürlich die Magneten sind eine hervorragende Lösung, meiner Meinung nach. Und Hut ab, das ist echt klasse. Vielen Dank. Leider mussten wir die Werkzeugkiste wegpacken, aber es war schön, deine Entwicklungsumgebung, diese portable Entwicklungsumgebung zu sehen. Und ich glaube, damit haben wir jetzt eine gute Grundlage geschaffen, worauf ich jetzt aufbauen möchte mit dem Thema digitale Zwillinge. Du hast schon von der digitalen Zwilling gesprochen. Wie würdest du einen digitalen Zwilling beschreiben? Also erstmal, der klassische Fall ist, glaube ich, dass man kompiliert, Programme schreibt, kompiliert, in den Controller flasht, dann mit irgendeinem Oszilloskop oder einem Digitalanalyzer das Ganze sich anguckt, ob es funktioniert.
Und viele Sachen kann ich auch gar nicht mit einem realen System, also zum Beispiel einen GPS-Sensor dazu zu bewegen, dass er mir einen falschen CAC liefert oder eine falsche Position, ist gar nicht so einfach. In der Simulation ist das ziemlich easy. Das heißt, wir simulieren zum einen unseren Code, den wir auch im Steuergerät laufen lassen haben, in einer virtuellen Umgebung. Und die andere Umgebung, also einen GPS-Sensor oder sowas, das würden wir alles komplett simulieren. Und das ist so der erste, es hat viele Dinge, die wir machen, haben tatsächlich mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass das wirklich in so eine Art Test-Driven Development geht. Das heißt, wir überlegen uns, während wir auch den C-Code schreiben, auch schon den Test. Und wir versuchen das auch zu automatisieren und vielleicht auch irgendwelche Grafiken oder auch Logfiles zu schreiben, sodass wir ja eigentlich von einem Steuergerät einen digitalen Zwilling bauen tatsächlich. Der ist virtuell. Und das hat eine Menge Vorteile. Da komme ich vielleicht gleich noch drauf zu. Genau. Und dann vielleicht uns ein bisschen erklären, so wie baut dieser digitale Zwilling-Konzept oder der Einsatz davon auf das Reduce to the Max-Konzept? Genau, auch hier wieder Methoden- und Toolkompetenz möglichst klein halten. Das heißt, irgendwann ist uns mal eine Möglichkeit über den Weg gelaufen mit Visual Studio, C-Code zu kompilieren, denn mit Visual Studio kann man ja nicht nur C#, sondern auch C++ machen und in C++ kann ich auch C kompilieren. Das heißt, wir haben die Software 1:1, wie sie nachher der andere Compiler, ein GNU-Compiler oder sonstige Compiler kompiliert, macht es da der C++-Compiler, erzeugt uns eine DLL und dann können wir auf alle Sachen zugreifen. Und wir machen es eigentlich auf Registerebene inzwischen. Also in früheren Jahren haben wir eigentlich die Applikationsebene abgeschnitten und haben gesagt, hier machen wir jetzt einen Temperaturwert simulieren wir und wir geben als Ausgangswert irgendwie einen PWM-Wert raus. Ja. Das machen wir inzwischen nicht mehr, sondern wir haben gesagt, komm, wir können ja direkt die Register simulieren. Das heißt, wir machen uns wir haben kein Register im PC, sondern wir nehmen einfach ein Array und innerhalb dieses Arrays steht das halt für irgendein Bau-Timing-Register oder sonst was. Und das lesen wir mit dem PC über die DLL ein. Das heißt, wir importieren die DLL und können dann quasi das Surround um dieses Steuergerät komplett simulieren. Und ich sagte, es gibt noch andere Vorteile. Wenn wir es wirklich geschafft haben, dass die Software, und das machen wir tatsächlich zum größten Teil, entwickeln wir in der Simulation, aber irgendwann haben wir ja eine Hardware. Das ist also ein weiterer Vorteil ist, die Hardware ist vielleicht auch noch gar nicht da. Das heißt, wir programmieren die Software schon, weil parallel wird die Hardware entwickelt. Das bringt uns schon mal einen Vorteil. Und wenn die Hardware dann da ist, dann knipsen wir das Ganze auf. Das heißt, wir nehmen die C#-Teil, machen zum Beispiel einen USB-CAN-Adapter da dran und haben sofort einen Hardware-in-the-Loop-Teststand. Und das ist quasi ein Nebenprodukt, ein Abfallprodukt unserer digitalen Zwillingsentwicklung, dass wir auch am Ende den Hardware-in-the-Loop-Teststand da gleich mitbauen. Und das ist ein Zeitvorteil ohne Ende. Generell dieser digitale Zwilling für uns, also ich habe eben schon über das Batteriemanagementsystem gesprochen. Ja. Eine Zelle zu laden dauert Stunden und sie zu entladen. Ich muss ja auch Energie verbraten und das brauchen wir alles nicht. Wir können also Sachen, die sonst über einen Tag laufen, können wir innerhalb von ein paar Minuten simulieren und das spart natürlich gigantische Entwicklungszeit. Und ich sagte schon, Methoden- und Toolkompetenz. Na klar, es gibt auch andere Möglichkeiten, modellbasiert was laufen zu lassen. Aber erstmal wird immer wieder ein Code generiert, der wieder Fremdcode ist, den wir qualifizieren müssen. Das ist das eine Problem. Und wir wollten diesen Umweg nicht. Also der Reduce to the Max-Ansatz auch hier, nicht so viele Methoden, Werkzeuge, Framework, Tools von Fremdsoftware einzusetzen, sondern beides können wir eigentlich programmieren. Wir können den C#-Teil programmieren und den C-Teil. Jetzt könnte vielleicht die Frage kommen, warum macht ihr nicht die Oberflächen in C? Würde ja auch gehen. Aber C# ist da einfach das bessere Framework, weil man einfach der Einstieg ist leicht und ich glaube auch einer, der C programmieren kann dann nachher auch mit C# umgehen. Und so haben wir gesagt, das machen wir nicht mit C, weil eine Oberfläche, ein Button oder auch eine Anzeige mit C zu machen, ist einfach unheimlich schwierig auf dem PC. Deswegen nutzen wir da C# und machen DLL-Import und dann können wir 100% unserer Software laufen lassen. Und die nächste Frage ist in der Regel, wie habt ihr denn sichergestellt, dass das auch funktioniert? Das ist einfach 10, 15 Jahre Erfahrung. Also angefangen bin ich damit bei einem Schrittmotortreiber, wo wir die Software auf einen 6-kanaligen Schrittmotortreiber gemacht haben und da die Software einfach nicht lief mit 6 Kanälen auf einem 16-Bit 16 Megahertz, 8-Bit-Rechner. Und da mussten wir die Software nochmal angehen. Und seitdem simulieren wir eigentlich schon. Und das ist einfach ein riesen Zeitersparnis. Und die Software, wenn sie dann integriert wird, funktioniert in der Regel schon. Das heißt, funktionell ist sie eigentlich schon, das heißt, wenn es dann einen Fehler gibt, ist es in der Regel nicht mehr in unserer Software, sondern eigentlich nur noch, wir haben irgendwie ein Register falsch geschrieben oder wir haben irgendwelche Timings nicht beachtet. Das ist auch ein Riesenvorteil.
Das heißt, du musst dann für jede neue Mikrocontroller, wo wir eine Anwendung entwickeln möchten, muss nachgebaut werden im Endeffekt. Genau, wenn jetzt irgendeiner sagt, ich mache ein Output-Data-Register, dann lesen wir das in der C#-Umgebung, ob das gesetzt ist oder nicht. Und dann würden wir entsprechend, die Reaktionen machen. Also vielleicht mal so ein Klassiker ist, es gibt ja beim Cortex, im ST zum Beispiel, ein BZ-Register. Das würden wir lesen und dann würde der C#-Teil auch dieses Output-Data-Register dann entsprechend setzen. Was ja der Mikrocontroller macht, das versuchen wir genau nachzubilden. Das ist auch tatsächlich gar nicht so aufwendig, wenn wir solche Steuergeräte haben, wie so ein Batteriemanagementsystem, da reden wir vielleicht über 15 Peripherien, die wir da zu schreiben haben. Am Ende sind es vielleicht 100 Register, die wir da simulieren müssen. Klar, über die Jahre haben wir das natürlich auch Frameworks aufgebaut. Ja, genau. Also muss man ein bisschen aufpassen, wenn ich hier über Frameworks-Bashing mache. Natürlich haben wir auch Frameworks aufgebaut, aber auch alles reduced to the max. Das ist wirklich versucht, wenig Zeilen Code zu machen und vielleicht auch die Architektur, die wir auf dem Embedded-System haben. Die gleiche nutzen wir auch auf dem C#-Teil, sodass das immer alles ziemlich Gleichteile sind und wir eben jetzt nicht noch irgendwie andere Sachen. Und das ist auch für den Einstieg dann für Kollegen wieder einfach. Das ist die gleiche Architektur, ist auch die gleiche Notation und so kommt man auch gleich auch in die Simulation relativ schnell ein. Und die Kollegen finden das inzwischen auch so gut und wir machen es auch. Ja. Ich kann mich auch vorstellen, dass viele Zuschauer haben von C# gehört, aber haben nie irgendwas damit gemacht, weil sie, wie ich, so Embedded-Entwickler sind. Wir haben C, ein bisschen C++ vielleicht nebenbei. Also wie unterscheidet C# von C und ist C# nur eine Programmiersprache für so Windows-Programme oder wie soll ich es mir vorstellen? Ja, also erstmal C# ist ja entstanden aus C++. Dementsprechend, ich behaupte mal, wer die Kette C, C++, der wird auch mit C# klarkommen. Warum es bei uns C# ist, liegt einfach daran, weil wir eben diesen C-Compiler haben. Das ist eigentlich der Hauptgrund und das auch einfach gut funktioniert. Das ist ja auch noch wichtig. Ja. Aber von der Programmierung ganz normal. Was hatte ich eben gesagt? Sequenzen, Abfragen, Schleifen, Verzweigungen und Zuweisungen. Ja. Hat man ja dort genauso. Wir nutzen von C# vielleicht nicht das ganze Objektorientierte. Man kann alles auch static machen. Also wenn der Embedded-Entwickler vielleicht ein bisschen Angst vor Objektorientierung hat, muss er nicht. Ja. Weil wir können alle Sachen genauso im C# auch static machen und dann funktioniert es eigentlich wie C auch. Und man könnte sagen, es besteht ein gewisses Risiko, wenn man seine eigene simulierte Mikrocontrollers nachbaut, ja, so und insbesondere bei komplexeren Peripheriemodulen, zum Beispiel in Stromwandler oder Motorsteuerung zum Beispiel. Es gibt Hochfrequenz-PWMs, die engmaschig mit der ADI-Wandler verbunden sind und vielleicht auch, ich weiß, bei Toshiba zum Beispiel gibt es ein Modul, der die ganze Clark-Park-Algorithmus ausführt und so weiter. Wie würdet ihr damit umgehen oder mache ich das einfach zu kompliziert? Genau. Wir vereinfachen stark. Also bei uns zum Beispiel, wenn wir einen Motor oder irgendwas nachbilden, das machen wir nicht bis auf das letzte physikalische Eigenschaft gleich. Das interessiert uns auch gar nicht. Für uns ist wichtig, dass die Software das macht, was sie soll. Und nehmen wir an, sie soll irgendwie ein Drehfeld oder sonst was vorgehen, dann gucken wir dahin. Wie dann natürlich, irgendwann müssen wir ja, wichtig ist auf dem Platz, wir müssen nachher auf die Hardware gehen und diese Sachen machen wir dann natürlich auch mit einem Originalmotor. Aber was vielleicht ganz gut ist, wir haben die Funktion der Software haben wir in dem Bereich begriffen. Das heißt, wir müssen uns dann nur auf die Eigenschaften des Motors oder der Hardware nur noch da gucken, dass wir da was optimieren. Das heißt, die Software soweit funktioniert und da können wir uns sicher sein. Was oft das Problem ist, dass man etwas programmiert hat, dann im realen Feld funktioniert es nicht und man muss entscheiden. Ist es jetzt in der Software oder ist es in dem realen System das Problem? Wenn wir aber die Software schon so tief und so gut getestet haben, dann ist es zu 99% dann müssen wir nur noch an der Hardware gucken, dass wir da irgendwas nicht beachtet haben. Ja, genau. Aber die Software sind wir eigentlich schon ziemlich sicher. Da brauchen wir nicht so, da gucken wir erst als zweites rein, wenn wir dann immer noch nichts gefunden haben. Ja, genau. Ja, aber im ersten Go können wir schon einkreisen den Fehler und das spart auch eine Menge Zeit. Ja. Und Ihr Testverfahren oder Testvorgehensweise interessiert mich auch. Was nutzt ihr, um Tests zu entwickeln? Wie sieht ein Test bei euch aus? In welcher Sprache wird es geschrieben? Und nutzt ihr auch so ein CI/CD-System, damit es automatisiert regelmäßig ausgeführt wird?
Also dadurch, dass wir natürlich wenig Software haben, haben wir auch dieses CI/CD ist nicht bei uns so das große Thema. Wir haben also nicht jeden Tag irgendwie kommen 100 Lines dazu und das muss kompiliert werden und getestet werden. Dieses Thema haben wir eigentlich gar nicht. Das heißt, weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber wir machen tatsächlich noch viele Entwicklertests, manuelle Tests. Okay. Und diese ganzen Testautomatisierung, ja, wir machen es auch, aber ich glaube, der Schwerpunkt ist tatsächlich noch wirklich auf den manuellen Tests. Einfach aufgrund dieser kleinen Codegrößen, das können wir relativ gut manuell auch noch testen. Und ich glaube, um den manuellen Test kommt man sowieso nie rum. Den müssen wir machen. Genau, ja. Also, eine gewisse Anzahl wird es immer geben. Wenn man jetzt glaubt, man kann alles automatisieren. Ich glaube, man muss so ein Bauchgefühl entwickeln. Und das kann ich nur als Entwickler, indem ich wirklich selber teste, die Sachen durchsteppe, mir Ergebnisse angucke. Und das möchte ich irgendwie auch gar nicht so richtig automatisieren. Deswegen ist das mit den Testen immer so eine Sache. Ja, also die ganzen Sachen, man macht Code-Reviews, man macht Integrationstests oder Modultests und das alles machen wir natürlich auch. Aber in vielen Bereichen, gerade bei so einer Mausefalle, da reichen die manuellen Tests aus. Wenn es dann wirklich größere Software wird, programmieren wir das auch in C#, die Tests, die automatisierten Tests, ja. Und bei der digitale Zwilling, glaube ich, ist mittlerweile klar, wie es zum tagtäglichen Einsatz kommt während der Entwicklungszeit. Aber nach der Entwicklung spielt bei euch ein digitaler Zwilling auch eine Rolle. Vielleicht zum Beispiel langjährige Tests oder vielleicht gibt es ein Fehler wird im Feld gefunden und da muss irgendwas gemacht werden, oder? Da bringst du mich auf gute Ideen gerade. Soweit sind wir noch nicht gekommen. Was wirklich eine gute Idee für uns ist tatsächlich mit dieser... Ja, wenn wir es uns aufklemmen können und auf einen CAN-Bus hängen, nehmen wir mal, im Fahrzeug ist zum Beispiel ein zentrales Steuergerät und ein Lichtsteuergerät, dazwischen ist ein CAN-Bus. Und wenn dieser Bus nicht funktioniert, können wir das natürlich auch mit der Umgebung, die wir vorher ja schon entwickelt haben, klemmen wir uns einfach auf den Bus drauf und können das sniffen und können uns das angucken, ob das auch alles richtig ist. Aber in der Regel kommt das tatsächlich selten vor. Es wäre eine Möglichkeit, aber viele Dinge vereinfachen wir auch. Also wir wollen es auch nicht zu kompliziert machen. Ja, genau. So, super spannende Themen. Da du die lange Reise von Paderborn nach München gemacht hast und hier im Raum sitzt, würde ich gerne deine Meinung zu ein paar anderen Themen hören. Es gibt immer noch diese Diskussion über C und Rust, was sollte in Zukunft benutzt werden. Natürlich, es gibt sehr viele Bevorwürde mittlerweile für Rust, aber meiner Meinung nach sprechen viele von die Speichersicherheit, dass man nicht falscherweise auf Speicher zugreifen kann, wo man vielleicht gar keinen Zugriff haben sollte oder falscherweise auf Speicher zugreifen könnte. Ich bin der Meinung, dass in C haben wir es relativ gut im Griff. Ja, vielleicht auf Linux-basierende Systemen, Windows und so weiter, da sicherlich bringt es Vorteile. Wie steht's du dann dazu? Ist C immer noch Platzhirsch? Also genau, Mozilla hat da irgendwie für Thunderbird und so dieses Rust sich ausgedacht und irgendwo stand da auch drin, das ist speichersicher und ich glaube, dann ist irgendeiner auf die Idee gekommen, hat gesagt, oh, das wäre ja bestimmt auch was für Embedded. Ja. Also erstmal grundsätzlich, Rust ist nichts gedacht worden für Embedded zu entwickeln und man merkt auch, dass man sich an allen Ecken und Enden gerade mit irgendwelchen Tools Rust Embedded-fähig baut. Und das ist alles noch in den Kinderschuhen. Ich würde das gerne mal beobachten. Also warum sollen wir denn jeden Hype erstmal mitmachen? Wir haben eine bewährte Methode. Also wenn ein Kunde jetzt kommt und will von Produkt entwickeln haben, dann möchte ich ja jetzt nicht ihm ein Experiment vorschlagen, dass wir jetzt Rust nehmen, sondern wenn das ausgereift ist und sich wirklich bewiesen hat, dass es besser ist wie die Methode, die wir ja schon mit C machen, 25, 30, 40 Jahre wird in C entwickelt und das funktioniert. Und ein Kunde, der kommt, dem würde ich jetzt nicht ein Experiment vorschlagen, es sei denn, er möchte es explizit. Aber wir können ihm eine Garantie geben, dass die Vorgehensweise, die wir 40 Jahre machen, auch funktioniert. Natürlich gucken wir immer nach neuen Tools, muss man, ne? Vielleicht gibt es ja was Besseres. Aber auch natürlich, ich muss mein Team schulen, ich muss die Methoden, die Toolkompetenzen schulen und vielleicht halten wir uns ein bisschen raus und lassen andere diese Forschung und Entwicklungsarbeit machen. Ja. Und wir machen erstmal so weiter, dass wir auch dem Kunden wirklich sagen können, hey, das wird auch nachher was. Ja. Und Rust ist für mich die Syntax und Semantik alles auch ein bisschen, ja, für einen C-Entwickler ist das teilweise echt wirklich schwierig auch zu verstehen. Auch zum Debuggen, wir wissen ja gar nicht, also im Augenblick weiß ich, an welcher Speicherstelle meine Variablen sind. Das macht Rust ja alles zur Designzeit. Und das ist mir auch alles noch nicht so ganz klar. Und da habe ich ehrlich gesagt auch ein schlechtes Bauchgefühl,
etwas Funktionierendes auszutauschen jetzt gegen etwas, was sich noch nicht in der Praxis bewährt hat. Ja. Also nichts gegen Rust, aber diese Kinderkrankheiten sollen bitte erstmal andere ausbaden. Wenn so, wie wir schon alle wissen, C hat seine Schwächen und man kann sehr viel Mist mit C bauen, das ist möglich. Gibt es dann bei DigiThings so Regeln oder Programmierregeln für die Entwickler, so bestimmte, wie man mit Pointers und so weiter umgeht und so weiter? Wie regelt ihr das? Also vielleicht ein Grundmethode ist Lokalität und Kohärenz. Das heißt, das kommt tatsächlich aus der Objektorientierung. Wir haben es adaptiert in die prozedurale Welt. Jedes Modul bei uns ist für seine Daten selber verantwortlich. Das heißt, es passiert nicht, dass einer eine Komponente einsetzt und dort die Daten verändert. Das heißt, die Komponente liest Daten aus dem System, verarbeitet sie weiter und stellt sie anderen zur Verfügung. Das heißt, wenn jemand auf Daten zugreifen kann, dann nur der die gleiche Komponente geschrieben hat, kein anderer. Und dadurch haben wir eigentlich genau dieses Problem, was wir mit Rust lösen wollen, durch diese Regel eigentlich ausgehebelt und gesagt, ja, der Komponentenhersteller weiß, wo seine Daten liegen, welche Pointer er nimmt und wir können also nicht wild rumpointern, wie es zum Beispiel in manchen SDKs oder Ecosystems auch gemacht wird. Das sind so Regeln, die lernt man bei uns tatsächlich. Lernt man aber auch durch Schmerzen, sage ich jetzt mal ganz klar. Denn so eine Fehlersuche ist ja manchmal doch schwierig, wenn man irgendwie falsch rumpointert oder in irgendwelchen Bereichen unterwegs sind, die es gar nicht gibt. Dann gibt es ein Hardfault, aber das lernt man relativ schnell und dann erkläre ich den Leuten auch, wie man das dann optimiert. Und diese Schwierigkeiten haben wir in der Regel nicht. Aber auch wieder bedingt durch nur 20.000 Lines of Code. Wir wissen, wo unser Speicher steht. Wir haben nicht viel Speicher. Und dann gibt es ja auch noch die statischen und dynamischen Code-Analysen. Also es ist ja nicht so, dass wir gar keine Frameworks und Tools nutzen, sondern die sinnvoll machen, setzen wir dann auch ein. Und dann finden wir auch solche Array-Überläufe oder sonstige Sachen. Das finden wir schon. Wenn wir die Pro-Oligarchie in Nordamerika zuschauen, wird uns tagtäglich fast gesagt, dass KI wird uns die Softwareentwickler vollständig ersetzen. Wie stehst du zu diesen Aussagen und insbesondere bezogen auf Embedded-Entwickler? Kann KI überhaupt Software für Embedded Microcontroller schreiben? Es geht ja rasend schnell und mich wundert auch manchmal wirklich, was KI, wie sie das auch hinkriegen. Geht ja nur um Wahrscheinlichkeiten. Dann erzeugen die irgendwelche Python-Skripte und dann können die dir tatsächlich auch irgendwelche Sachen da, Magic-Sachen. Ich finde das total spannend. Aber Tools, die wir einsetzen, testen wir auch. Und natürlich werden wir diese KI-Tools, die es gerade gibt, denen stellen wir Fragen, wo wir die Antworten wissen. Ja, genau. Und wenn dann natürlich noch nicht mal bei 50% der Antworten das rauskommt, was wir erwarten, dann würde ich erstmal sagen, ist das Tool für uns Stand heute erstmal unbrauchbar. Und auch da würde ich ganz gerne andere erstmal jetzt die Erfahrung machen lassen. Trotzdem, wir sind natürlich ständig, gucken wir, was gibt es Neues, was kann man machen. Zum Beispiel finde ich viel interessanter, das Thema Testing zu unterstützen. Dass man vielleicht sagt, ey, guck doch mal über den Code, weil das kostet uns ja nichts, außer vielleicht die Lizenzgebühren jeden Monat. Aber wir können ja mal sagen, guck doch mal dir den Code an, fällt dir was auf? Das können wir uns ja auch angucken. Das tut nicht weh, da machen wir auch nichts kaputt. Also da in dem Bereich... Also würde ich fast sagen, wer da gute Ideen hat, immer her damit. Wir sind dafür offen. Aber Stand heute haben wir keine guten Ergebnisse. Wir haben gerade Tabellen irgendwie uns als Array machen lassen. Das geht auch super. Aber sie waren trotzdem fehlerhaft. Und also diesen zu sagen, ersetzen oder man hat einen Vorteil von 10, 20, 30%, glaube ich nicht. Er schreibt besser wie ich. Ich mache Groß-Kleinschreibung immer wieder solche Fehler. Das kann er besser. Denn dann lasse ich auch solche Sachen manchmal von KI schreiben. Aber es ist noch nicht so, wo ich sagen würde, ey, das nimmt mir jetzt 10%, 20% der Arbeit ab. Also es ist deutlich weniger und manchmal ärgere ich mich auch über die Ergebnisse. Die sind nämlich komplett gelogen. Ich glaube, wir haben ein paar Themen, worüber wir noch länger unterhalten könnten und das machen wir vielleicht über ein Bierchen irgendwann, vielleicht auf der nächsten Messe. Aber ich möchte ein letztes Thema mit dir ansprechen, nämlich aus deiner Sicht, wie verbessern wir uns als Industrie? Wir haben Nachwuchsprobleme, wir haben Personalmangel, wo wir schon beim Podcast angefangen haben. Wir haben Großprojekte, die leben von Software, die benötigen Software, aber die kriegen es nicht auf der Reihe. Welche Ideen gehen gerade durch deinen Kopf?
Also vielleicht mal, ich glaube, dass die Embedded-Software-Entwicklung, so wie wir es machen, mit 20.000 Lines of Code und Register selber schreiben, gar nicht so schwierig ist. Wenn man natürlich dann so riesige SDKs sieht oder auch Arduino und man schreibt zwar Set-Port und man freut sich auch mal, dass man was gemacht hat, aber man hat eigentlich gar nicht verstanden, was dahinter ist. Und deswegen hatten wir letztes Jahr auch mit Phoenix Contact ein Projekt mit ein paar dualen Studenten. 6 Wochen haben wir also einen Pinball, 40 Jahre alten Pinball digitalisiert. Der hatte also gar keine Elektronik drin, alles nur mit Relais und Drehmotoren, also ein Kram. Und da haben wir den jetzt umgerüstet auf verschiedene Mikrocontroller, die alle mit dem CAN verbunden waren. Und mein Ziel ist es, dass wenn wir so ein Projekt machen, dass die Leute viel Eigenleistung reinbringen. Die meisten dieser ganzen Arduino-Sachen oder auch Raspberry oder so, da schreibt man so ein bisschen. Vielleicht schreibt man nur nicht mal 1 Promille des Quelltextes. Ja. Dort wollte ich wirklich, dass die Schüler die komplette Software machen. 100%. Und da ist natürlich auch für den Schüler ein ganz anderer Eindruck. Wenn wir so mal ausstellen aus Berufsjobmessen oder so, die Leute finden das richtig toll, was wir machen. Wir sind ja so ein bisschen erfinderisch, wir entwickeln die Produkte der Zukunft. Also ich glaube, eine Motivation, wir brauchen die nicht motivieren. Wir haben also Bewerbungen ohne Ende, weil die sagen, ey, das macht richtig Spaß, was ihr macht, das ist ja toll, das würde ich auch gerne lernen. Der Einstieg ist relativ einfach, aber nicht mit Arduino oder sonst was. Das heißt, ich würde sagen, wir müssen in Zukunft wieder diese Basis erklären, auch den Unterschied erklären zwischen Informatik im Bereich PC, was ich eben sagte, das sind ganz andere Zusammenhänge, ob man ein Multithreading-Betriebssystem hat mit Mutex, Semaphore oder man auf einem Embedded-System arbeitet und diese Sachen vereinfachen. Dann ist man auch, in diesen 6 Wochen haben die Schüler es geschafft, einen spielbaren Flipper zu bauen. Und ich finde, wir müssen schneller werden. Wir dürfen es nicht so kompliziert machen. Ja. Wir müssen es testbar halten, wartbar halten. Und wenn wir das hinkriegen, glaube ich, sind wir auch wettbewerbsfähig. Weil wir haben ja einen Vorsprung in dem Bereich. Wir entwickeln schon ziemlich viele Jahre Elektronik und Software. Und diesen Vorsprung muss man vielleicht, indem man es wieder einfacher macht, muss man diesen auch nutzen. Ja. Ich stelle immer noch in Frage, ob die Ausbildungen, die heute angeboten werden, immer noch zeitgemäß sind. Wir haben, wie du schon erzählt hast, Informatiker, die sich auf Software konzentrieren. Wir haben Elektroniker und von keiner Seite wird das Thema Embedded-Systemen wirklich angegangen. Das ist so ein Nebenfach oder Nebenthema. Es ist endlich Zeit, Embedded-Systeme im Vordergrund zu bringen, weil alles ist mittlerweile embedded, vom Zahnbürste bis hin zu Waschmaschinen, bis hin zum Auto und Flugzeug. Auf jeden Fall. Also ich glaube, da muss auch einiges getan werden. Aber ich sehe auch auf den Universitäten, dass die Ausbilder gar nicht dort sind. Also vielleicht muss man wirklich mal über den Tellerrand gucken und sagen, dass man solche Sachen mit Experten ausbildet, die das vielleicht schon 10, 20 Jahre machen. Weil an den Unis, also mein Sohnemann studiert gerade Computer Engineering, das ist genau es ist Elektronik und Informatik zusammen. Ich finde das super. Es geht schon in die richtige Richtung. Ja. Aber natürlich, die Professoren stecken gar nicht so tief in den Mikrocontrollern drin, auch jetzt in diesen Methoden und Werkzeugen können die gar nicht, weil die haben ja die gleichen Probleme wie die Entwickler auch. Und wenn die Lehrenden das schon nicht mehr weitergeben können, also an der Stelle ist jetzt genau die Frage, wie kriegt man da wieder einen Schulterschluss hin, dass die sich wirklich noch auskennen damit, und das werden ja leider immer weniger, das sind ja meine Generation, dass das jetzt wieder transportiert wird auf die jungen Studenten und Bock haben die da drauf. Also das sehe ich an allen Ecken und Enden. Was ich auch aushöre gerade ist, wie wichtig ist es, miteinander zu kommunizieren, miteinander zu arbeiten, diese transferable Skills zu teilen und so weiter. Und das heißt auch, dass Partnerschaften eine große Rolle spielen in unserer Industrie. Wir treffen uns immer auf Embedded World zum Beispiel. Elektroniker ist auch ein großer Anziehpunkt für uns. PCEM, SPS und so weiter. Du bist auch Teil von dieser Electronic und Informatik OWL im Paderborn. Erzähl uns ein bisschen mehr davon, was bietet, wofür steht OWL zuerst, weil das konnte ich nicht herauskitzeln. Und was steckt dahinter? Ja, Paderborn gehört zu Ostwestfalen-Lippe für euch hier. Auch wenn ihr es nicht kennt, es gibt es. Und ja, für mich ist das natürlich top, Leute in meinem Netzwerk zu haben, auf die ich mich verlassen kann. Und nicht jede Kompetenz haben wir. Wir haben uns immer mehr spezialisiert auf das, wo wir die ganze Zeit drüber geredet haben, Elektronik und vor allen Dingen gute Software zu machen. Aber es gibt viele Bereiche ringsherum, wo uns Leute zuarbeiten.
wenn es um Thema Normen geht, da sind wir nicht so fit oder auch Assessments oder auch Qualifizierung. Aber das Gute ist, ich kenne die Leute, mit denen arbeite ich auch schon lange zusammen und die holen wir uns dann ins Boot. Und jeder hat so seinen Spezialbereich und für unseren Kunden ist das natürlich ein Traum. Er kriegt alles aus einer Hand und kann dann natürlich, er kann sich darauf verlassen, weil wir ja auch schon dafür gerade stehen, dass es dann nachher funktioniert. Und das heißt, bei vielen Sachen kann ich dann jemanden hinzuziehen, bei manchen noch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Netzwerk wirklich gewinnbringend für alle, weil wir uns gegenseitig unterstützen. Jeder kann sich auf seine Kernkompetenzen beschäftigen und kann dann zuarbeiten. Für diejenigen, die unser Gespräch heute gehört haben oder zugeschaut haben, wo könnte ich persönlich kennenlernen irgendwann im Jahr? Ja, ich denke, digithings.de wird man finden im Internet und wen das interessiert, gerne. So eine Idee ist immer noch, wie kann man das ausbauen, dass wir mit Fachexperten uns zusammentun. Du sagtest schon, da gibt es natürlich die Messen, aber wir überlegen, im Barcamp zu machen und ja, im Augenblick war es nur so, dass wir nicht genügend Leute haben, aber ich hoffe, so ein bisschen über diesen Podcast vielleicht ein bisschen uns weiter zu verbreiten, sodass vielleicht, wenn da Interesse besteht, dass man sich vielleicht mal irgendwo trifft, hier in München oder auch in Ostwestfalen. Ja, genau. So, dass wir vielleicht mal sowas machen. Also da hätte ich immer noch Lust drauf, aber dazu brauche ich halt ein paar Leute, die sich dafür interessieren und deswegen gerne melden. Ja, gerne. Hoffentlich kriegen wir es hin, es umzusetzen. Und es war heute für mich ein super spannender Austausch. Ich habe sehr viel gelernt und finde euren Einsatz und Vorgehensweise bei der Entwicklung sehr interessant. Und ich würde mich freuen, wenn wir noch ein Bierchen irgendwo auch trinken irgendwann. Überredet. Vielen Dank. Danke. Wenn du Feedback für uns hast oder ein Deep Tech-Thema kennst, das wir unbedingt aufgreifen sollten, dann schreib uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse ist aufdraht@mause.com. Ein großes Dankeschön auch an das Team hinter dieser Folge und an Mause Electronics, die diese Podcast-Serie möglich machen. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören und nicht vergessen, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.